Moin Moin und hallo. Wie ihr seht, bin ich schon wieder mal unterwegs. Diesmal geht es nicht in den Wald und ich verstecke auch keine Wildkamera. Ich habe mir heute mal den Tag Zeit genommen, um ein bisschen wandern zu gehen. Ich bin hier südöstlich von Kiel in der Nähe von Emschenhagen. Und dort möchte ich jetzt so ungefähr 14 Kilometer mal ein bisschen wandern gehen. Ich muss mich noch ein bisschen beeilen auf den Kilometern, weil ich möchte heute noch mal etwas ausprobieren. Ich möchte nämlich kochen. Ich habe mir extra solch ein Outdoor-Essen besorgt und das wollte ich mal probieren. Da die Idee in mir reift, eine Wandertour durch Dänemark mal zu machen, weil dort kann man sehr gut ohne Zelt übernachten. Es gibt immer so eine Übernachtungsplätze, wo Shelter stehen und das möchte ich gerne mal auf einer Wandertour ausprobieren. Ja, seid gespannt, was wir heute sehen werden und wenn es euch interessiert, dann bleibt doch gerne dran. Ihr wisst ja auch, wer neu ist hier, lasst gerne ein Abo da. Das ist komplett kostenlos. Und wenn es euch gefällt, natürlich ein Daumen hoch. Die Strecke habe ich mir übrigens wieder per Komoot rausgesucht. Mal sehen, ob diesmal der Weg stimmt. Weil ab und zu auf meinen Wanderungen wird man durch Komoot etwas fehlgeleitet. Aber wenn es passiert, dann seid ihr natürlich mit dabei. Und ich bin übrigens nicht der Einzige, der durch Komoot fehlgeleitet wird. Es kommt sehr oft vor, was man auch so manchmal bei Wandervideos auch sehen kann. Übrigens bin ich hier unterwegs im Preetzer Klosterforst. Das Preetzer Kloster ist ein Adligenkloster, was im 13. Jahrhundert gegründet wurde. Ich bewege mich gerade, wie ihr gesehen habt, auf dem Schild auf der Schuster 8. Und die Schuster 8 führt durch eine hügelige Landschaft, die in der letzten Eiszeit geformt wurde. Wenn man das so ein bisschen hinter mir erkennt, sind doch ein paar Hügel hier in Schleswig-Holstein vorhanden. Aber für mich geht es weiter. Ungefähr in 400 Metern werde ich von der Schuster 8 abbiegen, weil mein Weg führt dort nicht lang. Der wäre für heute viel zu lang. Ich habe ja vorab schon gesagt, dass ich nicht so viel Zeit habe, weil ich ja noch kochen möchte. Jetzt bin ich hier in der kleinen Kapelle zum ewigen Troste. Es war eigentlich 1882 gebaut worden als Spritzenhaus. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde es nicht benötigt und hier fanden sehr viele Flüchtlinge damals Unterkunft. Da es nur Kirchen in Preetz und in Kiel gab, fand man sich hier im Wohnzimmer zusammen, um Gottesdienst abzuhalten. 1953 wurde diese kleine Kapelle geweiht und ab dem Moment ist hier diese Waldkapelle.
Für einen Rastplatz ist auch gesorgt hier natürlich, aber ich bin noch nicht so weit. Ich habe noch nicht mal die Hälfte. Deswegen gehe ich mal hier weiter. Jetzt habe ich die Schuster 8 verlassen. Das war übrigens der obere Teil der Schuster 8. Warum Schuster 8? Preetz hat den Beinamen Schusterstadt, weil dort sehr viele Schuster ansässig waren und der Stand der Schuster das Stadtbild sehr geprägt hat. Mit den Jahren hat das natürlich nachgelassen. Dort wurden zum Beispiel auch Holzschuhe hergestellt und der letzte Holzschuhmacher, wenn ich das so noch richtig in Erinnerung habe, hat vor ein paar Jahren zugemacht. Ja, deswegen ist dort eigentlich nur noch aus geschichtlichen Gründen die Schuster sehr bedeutend da gewesen und jetzt industriell nicht mehr. Aber ich kann euch sagen, weil ich hatte ja schon mal was von dem adligen Kloster in Preetz erzählt, das wäre auch ein sehr schönes Ausflugsziel hier in der Gegend. Und dort kann man auch jeden Samstag von 9 bis 13 Uhr Wildfleisch kaufen. Seit einiger Zeit höre ich immer den neuen Trend Waldbaden. Dafür gehen Leute in den Wald, umarmen Bäume oder tun irgendwas Spirituelles oder Musik hören und bezahlen auch noch dafür. Also ich gehe hier gerade wandern. Das ist eigentlich auch eine Art Waldbaden und es ist vollkommen kostenlos. Geht einfach raus in die Natur, denkt aber an die Vorschriften, weil nicht überall darf man so ohne weiteres durch die Gegend laufen. Dort sind schützenswerte Pflanzen und Tiere und genießt einfach die schöne frische Luft hier. Und wenn ihr wollt, kann man sich sogar irgendwo hier hinsetzen oder man umarmt einfach einen Baum. Das war mal ein kleines Statement zu dem Thema. Aber naja, es muss jeder wissen, wo er sein Geld hinterlässt. Aber wegen der Geschichte hohe Energiepreise und Lebensmittelpreise, dort kann man schon mal einsparen und man bekommt das Waldbaden komplett kostenlos. Irgendwie bin ich immer noch auf der Schuster 8. Naja, da habe ich mich wohl verguckt. Es ist Zeit für die Mittagspause. Ich habe ja schon mal was gesagt, dass ich mir was besorgt habe. Und zwar gibt es heute schön Bolognese. Diese Nahrung habe ich mir bei Decathlon besorgt. Ist eigentlich ganz einfach. Man erhitzt 280 Milliliter Wasser, kippt es da rein, tut es 8 Minuten durchziehen und dann kann man es genießen. Das werde ich jetzt mal machen und mal schauen, ob das Essen den Test besteht. Ich hoffe ja, weil wie gesagt, ich möchte solche Nahrung mitnehmen, wenn ich meine Shelter-Tour durch Dänemark. So, mal schauen, guckt euch das mal an, wie das aussieht. Also es ist ganz normale Trockennahrung, die durch Erhitzung dann halt warm gemacht wird. Der Müll bleibt natürlich nicht hier, den nehme ich wieder mit. Schön umrühren noch. Und dann warten wir mal 8 Minuten. So, die Ziehzeit ist um.
Und dann schauen wir mal. Noch mal kurz umrühren. Zumindest hat es eine gute Konsistenz. Und dann schauen wir mal, ob es schmeckt. Ja, das kann man gut essen. Also das wird schon mal mitgenommen auf meiner Tour durch Dänemark. Wobei Tour durch Dänemark ist ein bisschen übertrieben. Es sind 2 Shelter, die ich mir aussuche, wo ich innerhalb von 3 Tagen wandern werde. Aber das seht ihr dann im nächsten Jahr. Ich werde mir jetzt erstmal die Bolognese genießen und wir sehen uns später wieder. Alles wieder aufgeräumt, verpackt in meinen Rucksack und ich mache mich auf den Rückweg. Das Essen war gut, wobei ich beim nächsten Mal muss ich wohl etwas mehr durchrühren, weil teilweise auch noch etwas harte Teile damit bei waren. Und ich nehme an, das hat wohl mit dem Durchrühren zu tun, dass es richtig durchziehen kann in allen Elementen. Es war Nudel Bolognese und es reicht vollkommen aus für eine Mahlzeit. Ich bin jetzt schon wieder auf dem Rückweg. Das erste Stück, so ungefähr so 300 bis 400 Meter, wird die gleiche Strecke sein, aber dann geht es ab nach links. Und ich habe dann noch ungefähr 7 Kilometer vor mir und die muss ich jetzt zügig durchziehen, so relativ zügig durchziehen, weil heute ist Freitag und Liz möchte bestimmt pünktlich Feierabend machen. Also dann, ich bin unterwegs. So, ich habe jetzt mal die Tour angepasst, weil auf der eigentlichen Strecke sind Forstarbeiten und das wäre, glaube ich, sehr ungünstig, wenn ich da langlaufen würde. Weil ich habe keinen Bock drauf, dass mir noch irgendwas auf den Kopf fällt. Es war zwar allerdings nicht abgesperrt, aber man hat die Kettensägen vom Weiten schon gehört. Also der Weg ist angepasst, läuft auch so ziemlich parallel an der gleichen Strecke vorbei. Also er ist ungefähr 400 Meter hinter mir durch den Wald, der andere Weg. Aber ich werde nachher gleich auf der richtigen Strecke wieder landen. Hoffe ich zumindest. Oder ich muss gesucht werden. Na, hier hat sich wohl jemand versucht, ein Shelter zu bauen. Das könnten natürlich auch Kiddies gewesen sein. Aber schon nicht schlecht mit so einer Sitzmöglichkeit hier drin. Oh, zum Schlafen eher nicht geeignet. Aber ist auch noch ausbaufähig. So, ich werde mal wieder in diese Richtung, damit ich auf den Hauptweg komme. Und es geht weiter auf dem Weg nach Hause. So eine Herbstwanderung ist auch immer wieder schön. Die schöne Farbenpracht hier im Wald mit allen Farbtönen so ziemlich. Und die Temperatur heute ist auch noch angenehm. Wir haben gerade mal 12 Grad, was ich sehr gut finde zum Wandern. So, vor ca. 300 Meter bin ich dann doch noch den Forstarbeitern begegnet, die hier gerade Buchen fällen, wenn ich das so richtig gesehen habe. Sie sind hier unterwegs mit Kettensägen und mit einem Harvester, der hier die Bäume auch aus dem Wald ziehen kann. Aber weiter geht es jetzt für mich auf diesen Weg Richtung nach Hause. Ich habe jetzt ungefähr noch 3,5 Kilometer. Übrigens bei Komoot werden diese Steinaufhäufungen
für steinzeitliche Gräber gehalten. Meistenteils hier in Schleswig-Holstein ist es so, dass steinzeitliche Gräber Bodendenkmäler sind und diese sind auch ausgeschildert. Und hier ist nichts dabei, darum nehme ich an, dass es nicht steinzeitlich ist. Aber vielleicht wisst ihr was Näheres und schreibt mir das gerne in die Kommentare, wenn ich da falsch liege. So, ich habe jetzt noch grob 1,5 Kilometer zurückzulegen. Ich nehme an, hier wird nicht mehr wirklich was Spannendes passieren. Aber wenn, dann werde ich es euch natürlich zeigen. Ich hoffe, euch die kleine Tour in der Nähe von Kiel hat euch gefallen und ihr schaut beim nächsten Mal auch wieder rein. Und bis dahin bleibt schön gesund und bis bald.